Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja Leute, wir kümmern uns heute um eine Western-Gitarre der Firma Harley Benton und das ist die Eigenmarke von Thomann für alle Leute, die es nicht wissen. Wir fangen bei den Grundbasics der Gitarre einfach mal an. Ja, Aufnahmegerät ist aus dem Bild. Ja, perfekt. Also, wir fangen bei den Grundbasics der Gitarre an. Es ist eine Dreadnought-Form. Wir haben Hölzer verbaut, vorne an der Decke massive Fichte und an Boden und Zagen laminiertes Walnussholz. Die Gitarre ist eine, ich würde sagen, optisch zumindest voll ausgestattete Gitarre. Ja? Wir haben eine Abalone-Rosette und eine Kunststoff-Rosette, ne, was das optisch hergibt. Wir haben das Schlagbrett, was einer Pepperoni-Salami sehr ähnlich sieht. Wir haben ein Abalone-Binding hier außenrum, inklusive Kunststoffabschluss. Wir haben, Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Es steht lediglich kompensierte Stegeinlage und Knochensattel. Das heißt, ob das jetzt hier Knochen ist, sagen sie nicht, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Wir haben ein Pao Ferro Griffbrett, ebenso wie der Steg. Und wir haben auch noch ein Binding hier hinten rum und auch hier einen Abschluss. Also ihr seht schon, die ist schon ganz schön gut ausgestattet. Hier unten nochmal ein Binding und hier unten haben wir einen Klinkenstecker inklusive Batterie. Das ist nämlich der Klinkenstecker, den haben die nicht einfach nur so eingebaut. Ne, da ist ein Tonabnehmer drin und den bedienen wir nämlich von hier oben. Es ist ein Fishman Precis 2. Precis 2. Aber um diesen Tonabnehmer geht es jetzt hier in der Review gar nicht. Das heißt, wir kümmern uns hier um die komplette Wohnzimmertauglichkeit. Ja, also das, so wie ich eine Gitarre spiele, nämlich im Wohnzimmer auf der Couch. Da brauche ich das Stimmgerät, was hier drin ist. Gehen wir gleich drauf ein. Und ansonsten gar nichts. Das heißt, wir schließen das Ding gleich mal an und dann gucken wir, was da an Laienpegel rauskommt oder wie sich das dann anhört. Aber das war es dann auch dann mit dem Tonabnehmer. Hals-Korpus-Übergang bei dieser Gitarre ist klassischerweise für eine Dreadnought, eine voll ausgewachsene, moderne Dreadnought-Gitarre am 14. Bund. Wir haben ein weißes Kunststoff-Binding hier am Hals und so Kleinigkeiten machen es echt schön. Ne? Das lässt das ganze Instrument hochwertiger wirken und wir haben Hexagon-Inlays an den Bünden 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15 und 17 aus Abalone. Und wir haben an den gleichen Stellen, außer die 1, hier oben Punkte, die uns zur Orientierung des Spielers dienen. Wir machen hier oben weiter. Jetzt habe ich das Stimmgerät noch an der Kopfplatte dran. Wir haben eine gebindingte Kopfplatte. Ja, auch das echt toll. Auf der Rückseite haben wir dann unsere Mechaniken, die sind allerdings nicht gebrandet und wir haben hier eine Verstärkung, dass wenn die Gitarre mal umkippt, dass die hier nicht so leicht bricht. Ne? Das ist ein bisschen optisch, sieht es halt auch nochmal cooler aus und ein Mahagoni-Hals und ansonsten war es das schon. Ich glaube, reicht auch. Ne? Ist wirklich eine echt toll ausgestattete Gitarre. Was mir bei dieser Gitarre auffällt, ist, dass sie sich extrem gut bespielen lässt und ich finde, dass sie auch sehr schön klingt, aber das ist wieder persönlicher Geschmack. Was ich jetzt hier an der Gitarre gemacht habe, ist, ich habe neue Saiten drauf gemacht, ja, 12er Elixir Phosphorbronze sind drauf, ich habe die Bünde mal poliert und das Griffbrett mal sauber gemacht, weil ich habe die gebraucht gekauft und die ist allerdings, was man jetzt schon sagen kann, im unfassbar guten Zustand. Hier ist sogar noch die Folie auf dem Schlagbrett drauf. Und auch noch die Folie hinten auf den Mechaniken, also die ist quasi neu. Der Vorbesitzer hat die eigentlich nie bespielt.
So, dann haben wir die jetzt mal akustisch gehört und ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal an, wie die übers Kabel hier, über den eingebauten Tonabnehmer klingt. Also die Gitarre ist angeschlossen. Wir haben Volume jetzt ganz aufgedreht. Höhen und Bässe sind auf Mittelstellung und wir fangen jetzt einfach mal an. Was bei Gitarren mit Tonabnehmern ja immer ganz wichtig ist, ist, wie überträgt die Gitarre den Schall. Also diese, sagen wir mal, Klopfgeräusche, Percussion-Geräusche über den Tonabnehmer. Und das machen wir jetzt einfach meistens. Die Reglerstellung ist immer noch gleich geblieben. Ja, ich denke, das ist für einige Leute ja ganz wichtig, wenn sie halt Percussion-Sachen auf der Gitarre machen. Gut, dann sind wir jetzt durch hier mit den klanglichen Vorzügen und Ergüssen dieser kleinen Gitarre hier. So, also Tonabnehmer also Kabel wird hier unten eingesteckt und hier drin ist eine Batterie, die ist kinderleicht herauszunehmen. Ja, ist eine 9-Volt-Block-Batterie drin. Da ist sie wirklich mega easy. Das kapiert wirklich jeder, gar kein Problem. Dann haben wir hier oben ein Stimmgerät drin und das können wir starten, indem wir hier auf die Stimmgabel klicken. Und dann haben wir hier halt ein E und links und rechts Pfeile und das zeigt uns dann eben an, ob wir jetzt zu hoch oder zu niedrig sind. Kein sehr, sehr geiles Stimmgerät, aber es ist zumindest mal eins drin, es ist besser als gar keins. Ne? Von daher, es tut, was es soll. Ja, was kann ich jetzt noch so sagen hier zu der Gitarre? Zuerst mal muss ich sagen, dass eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, das liegt daran, dass die Gitarre ja wirklich ganz gut ausgestattet ist. Und wenn man sich sie jetzt hier so anguckt, Digga, das ist echt schon ziemlich cool. Ja? Also wir haben Abalone-Binding am Korpusrand, wir haben die Abalone-Rosette und auch Abalone-Einlagen. Jetzt habe ich allerdings mehrere Gitarren und auch mehrere mit Abalone-Einlagen. Und ich muss wirklich sagen, dass hier das Abalone nicht so glänzt und so funkelt wie bei meiner Taylor 812 oder bei meiner Kaya Iri YW1000. Da habe ich bei Thomann angerufen, weil ich fragen wollte, was ist das? Warum glänzt es nicht? Ne? Warum glänzt das nicht so wie bei meinen anderen Gitarren, wo Abalone verbaut wurde? Und habe dann mit einem coolen Typen gesprochen, netter junger Mann, und habe den halt eben mein Problem erzählt. Und ich würde ganz gerne wissen, woran es liegt. Und dann hat er zu mir gesagt, das ist Kunststoff. Ja? Und da habe ich gesagt, ja, das ist ja, was soll das? Warum schreibt ihr denn Abalone, wenn das gar keine Abalone ist, sondern dass es Kunststoff ist? Und dann sagte er so, ja, liegt daran, dass wir das schreiben können. Der Begriff ist wohl nicht so geschützt. Das ist die Information, die ich bekommen habe. Jedenfalls finde ich es sehr, sehr schade, dass es hier einfach nur ein Aufkleber ist, böse gesagt, was ich auch schätze, dass es nämlich einer ist, weil wenn du ein bisschen gegen das Licht guckst, vermute ich, dass die Maserung, also so ein bisschen ganz leichte Struktur darunter, kann ich durch das Abalone sehen, was ich nicht sehr nice finde. Also es nagelt mich jetzt nicht fest, es kann auch wirklich eingearbeitet sein, aber dann ist es zumindest Einbildung. Aber es ist definitiv keine echte Abalone, was ich sehr, sehr schade finde. Weil Thomann würde sich keinen Zacken aus der Krone brechen oder Harley Benton, wenn sie schreiben Abalone Look. Ja, es würde mit Sicherheit immer noch genauso schön sein und sich genauso toll verkaufen lassen. Jedenfalls finde ich das sehr, sehr schade. Ich kann ja mal einfach ein Bild einblenden von einer Abalone, von einer anderen Gitarre und von dieser Gitarre. Vielleicht sieht man da schon den Unterschied und auch vielleicht erkennt man dann, was ich meine. Dennoch,
Alles in allem ist es eine coole Gitarre für sehr, sehr kleines Geld. Man darf nicht bedenken, die kostet zurzeit 350 € und das ist die meiner Meinung nach auf jeden Fall wert. Ne? Du hast eine massive Decke, das transportiert viel Klang, viel Druck nach außen. Ne? Das macht schon was her. Ne? Wenn eine Gitarre eine massive Decke hat, ist es auf jeden Fall gut. Walnuss ist das erste Mal, dass ich eine Gitarre mit Walnuss habe und es gefällt mir. Ja? Ich mag den Klang irgendwie, das finde ich toll, aber das ist immer persönlicher Geschmack. Ich finde, dass sie trotz dieser meiner Meinung nach falschen Beschreibung im Internet ganz gut ausgestattet ist. Vor allem mit dem Bindings hier rum, das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Auch, dass die hier hinten nochmal so einen Zierstreifen eingebaut haben. Ja, wirklich, echt eine tolle Gitarre. Die Kopfplatte gefällt mir. Es gibt wirklich nichts zu meckern. Auch die goldenen Mechaniken, ja, sind jetzt vielleicht nicht die geilsten, aber sie sehen auf jeden Fall toll aus, wenn du sie so in der Hand hast. Und ja, die Bespielbarkeit ist ganz okay, ja, die ist jetzt, ich habe die werksmäßig jetzt einfach erstmal so gelassen, Stegeinlage in der Höhe gelassen und ich habe jetzt einfach erstmal den Hals so eingestellt, dass nichts scheppert und der gut bespielbar ist. Wo ist mein Messding? Seitenlage haben wir ungefähr von 2,75 mm, ne? Ist nicht mega flach, aber ist schon okay, kann man schon mitspielen. Gut, dann sind wir jetzt hier durch mit der Harley Benton CLD 41 SEWN, wobei das WN in diesem Fall für Walnuss steckt. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video hier gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten dabei seid. Haut rein, abgehen, ciao.